Wie stellt man den Parallelanschlag an einer Bandsäge ein? Das erfährst du in diesem Video mit Honza für 1 Minute. Hallo, ich bin Honza von IGN. In diesem letzten Teil zur Einstellung einer Bandsäge werden wir uns mit der Einstellung des Parallelanschlags befassen. Warum ist es wichtig, einen richtig eingestellten Parallelanschlag zu haben? Damit ihr für die präzise Arbeit immer einen perfekten, senkrechten und parallelen Schnitt habt. Bevor ihr den Parallelanschlag einstellt, müsst ihr den Gusseisentisch gegen das Sägeband auswinkeln. Ein klassischer Winkelmesser reicht sicherlich aus, aber für mehr Komfort kann ich einen magnetischen, digitalen Winkelmesser nur empfehlen. Wir spannen das Sägeband und befestigen einen magnetischen, digitalen Winkelmesser daran, nullen den Winkel und legen dann den Winkelmesser auf den Gusseisentisch. Der Tisch muss senkrecht zum Band aufgestellt werden. Dazu löst ihr die Feststellschrauben und stellt den Tisch in die richtige Position. Das heißt, bis der Winkelmesser einen Wert von 90 Grad anzeigt. Mit einem digitalen Winkelmesser geht das ganz einfach. Zieht nun die Schrauben wieder fest. Beginnen wir nun mit dem Einstellen des Parallelanschlags. Das erste, was wir jetzt tun müssen, ist die Höhe des Parallelanschlags auf dem Tisch anzupassen. Dies könnt ihr mit einer Zylinderschraube einstellen. Dies ist besonders wichtig, damit ihr mit dem Parallelanschlag nicht den Gusstisch zerkratzt. Der Parallelanschlag muss reibungslos auf dem Tisch gleiten. Es ist nicht nötig, irgendetwas zu messen. Stellt einfach den gleichen Abstand zwischen dem Parallelanschlag und dem Tisch über seine gesamte Länge nach Augenmaß ein. Der Spalt sollte mindestens 1 bis 2 mm betragen. Ein weiterer wichtiger Teil ist das Einstellen der vertikalen Ebene des Parallelanschlags zu dem Sägeband. Mit anderen Worten, der Parallelanschlag und das Sägeband müssen in der Höhe parallel sein. Anschließend stellen wir die Längsebenheit des Parallelanschlags in Bezug auf das Sägeband ein. Durch Lösen dieser Feststellschrauben lässt sich der Parallelanschlag leicht seitlich verschieben. Befestigt ein Stahllineal zum Beispiel mit einem Magneten am Sägeband und stellt den Parallelanschlag so ein, dass das Stahllineal auf ganzer Länge berührt wird. Diese Einstellung erfolgt am besten mit einem breiten Sägeband, das eine ausreichend große Seitenfläche hat. Achtet immer darauf, dass das Stahllineal nicht die Schneidezähne berührt, da dies zu einer Durchbiegung des Lineals führen könnte. Und zum Schluss muss skaliert werden. Bewegt den Parallelanschlag zu den Zähnen des Sägebandes und stellt dann die Skala auf 0. Um diese Einstellung zu überprüfen, müsst ihr einen Kontrollschnitt machen. Dann die Breite mit einem Lineal messen und prüfen, ob die Daten auf der Skala der Bandsäge mit dem gemessenen Wert übereinstimmen. Jetzt haben wir auf der Bandsäge alles für einen hochwertigen und präzisen Schnitt vorbereitet. Ich hoffe, unsere Videos haben euch beim Einstellen eurer Bandsäge geholfen und damit ihr keine weiteren Videos verpasst, klickt hier, um euch anzumelden. Bis zum nächsten Mal für 1 Minute.